Man stelle sich eine polizeiliche Gegenüberstellung vor, bei der 10 Zeugen einen Bankräuber identifizieren sollen, den sie vom Tatort fliehen gesehen haben. Wählen 6 von ihnen dieselbe Person aus, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es der wahre Täter ist. Und wenn alle 10 dieselbe Person auswählen, könnte man das für hieb- und stichfest halten, aber das wäre falsch. Für die meisten von uns klingt das ziemlich seltsam. Mehrheit und Einstimmigkeit spielen ja in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. In Politik, Wirtschaft und Unterhaltung. Es wäre also naheliegend zu denken, je größer der Konsens, desto besser. In der Regel stimmt das auch, bis zu einem gewissen Punkt. Manchmal ist das Resultat aber umso unzuverlässiger, je mehr Einigkeit herrscht. Hierbei handelt es sich um das Einstimmigkeitsparadoxon. Um es zu verstehen, gilt es, den allgemeinen Grad der Unsicherheit in der jeweiligen Situation zu berücksichtigen. Würden wir die Zeugen bei dieser Gegenüberstellung bitten, den Apfel zu identifizieren, sollten wir von einem einstimmigen Urteil nicht überrascht sein. Aber in Fällen, wo eine gewisse natürliche Varianz zu erwarten wäre, sollten wir auch eine variierende Verteilung erwarten. Wirft man 100 Mal eine Münze, wäre zu erwarten, dass bei etwa 50% der Würfe Kopf erscheint. Nähert sich das Ergebnis jedoch 100% Kopf, würde man vermuten, dass etwas nicht stimmt. Und zwar nicht bei den einzelnen Würfen, sondern mit der Münze an sich. Natürlich sind Gegenüberstellungen nicht so willkürlich wie Münzwürfe, aber sie sind auch nicht so eindeutig wie Äpfel von Bananen zu unterscheiden. Eine Studie aus dem Jahr 1994 ergab, dass bis zu 48% der Zeugen bei einer Gegenüberstellung die falsche Person identifizieren, selbst wenn sie sich ganz sicher sind. Erinnerungen, die auf flüchtigen Beobachtungen beruhen, können ungenau sein und wir überschätzen oft die eigene Zuverlässigkeit. In Anbetracht all dessen sieht eine einstimmige Identifizierung weniger nach erwiesener Schuld aus, sondern eher nach einem Systemfehler oder Befangenheit bei der Gegenüberstellung. Und solche systemischen Fehler passieren nicht nur beim menschlichen Urteilsvermögen. Von 1993 bis 2008 wurde an zahlreichen Tatorten in Europa die DNA einer Frau gefunden, die man daraufhin das Heilbronner Phantom nannte. Aber die DNA-Spuren waren gerade deshalb so eindeutig, weil sie falsch waren. Es stellte sich heraus, dass die Wattestäbchen zur Entnahme der DNA-Proben allesamt von einer Mitarbeiterin der Tupferfabrik verunreinigt worden waren. In anderen Fällen kommt es durch vorsätzlichen Betrug zu systemischen Fehlern. Wie zum Beispiel 2002 beim Präsidentschaftsreferendum von Saddam Hussein, bei dem angeblich 100% der Wähler für eine weitere 7-jährige Amtszeit gestimmt hatten. So betrachtet ist das Paradoxon der Einstimmigkeit gar nicht so paradox. Einstimmigkeit ist theoretisch nach wie vor ideal, vor allem in Fällen, in denen man mit sehr geringen Schwankungen und Unsicherheiten rechnet. In der Praxis sollte uns Einstimmigkeit in Situationen, in denen absolute Einigkeit äußerst unwahrscheinlich ist, jedoch signalisieren, dass wohl ein versteckter Faktor das System beeinflusst. Obwohl wir nach Harmonie und Konsens streben, sollten wir meist dennoch mit Abweichungen und Meinungsverschiedenheiten rechnen. Und wenn ein Ergebnis zu schön scheint, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal, um deine Neugier zu befriedigen.